Weiter geht unsere Reise in der Formel 1 in Miami und wir starten wieder mit einem Sprintrennen. Das Qualifying habe ich schon so gemacht. Ich bin auf einen 6. Platz gekommen und jetzt gucke ich mal, ob ich in 5 Runden mir möglichst viele Punkte holen kann, um dann im richtigen Rennen, bevor wir dann ins richtige Qualifying reingehen, mir auch da wieder eine gute Ausgangsposition hole. Hier kann ich mich erstmal vorbeischleichen, weil die anderen sich irgendwie gegenseitig behindern. Ich bin Zweiter. Vor Sergio Perez, vor Sainz, hinter Verstappen natürlich, wer hätte es gedacht. Und Miami ist besonders halt in Sektor 1 ein sehr, sehr schneller Stadtkurs, würde ich sagen. Ganz viele Links-Rechts-Passagen, kleine enge Kurven und dann geht es hier raus auf eine längere Gerade. Und besonders in Sektor 3, da habe ich so das Gefühl, dass ich der KI ein bisschen voraus bin. Dass da so mein, ja, wie sagt man so schön, dass das mein Steckenpferd ist. Dass ich da auf jeden Fall ein paar Sekunden gut machen kann und auch ein paar Plätze gut machen werde. Verstappen vorne, den wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Also dahinter geht es wahrscheinlich um Platz 2, 3, 4. Und zwar hier, weil das nehme ich nämlich ein bisschen schneller und ein bisschen besser als die KI, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen ergonomischer, wenn man möchte. So, und schon bin ich durch und schon habe ich, zack, fast eine Sekunde Vorsprung. 1,2 Sekunden. So bin ich auch immer schön fein raus aus dem DRS-Fenster. Mal gucken, ob das auch im Rennen so sein wird. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist jetzt wichtig, dass wir uns hier Rennen für Rennen konstant versuchen, irgendwie oben zu halten. Im besten Fall immer aufs Podium fahren oder sogar gewinnen. Wie im letzten Part in China, in der letzten Runde, auf den letzten Metern. Wahnsinn, dass ich da Alonso noch gecatcht habe. Damit hätte ich nicht gerechnet. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Das war eigentlich unmöglich. Ich habe noch DRS bekommen, dann habe ich gedacht, okay, wird eh nichts mehr bringen. Und dann aber habe ich mich rangesaugt an Alonsos Heck. Und dann habe ich ihn überholt und dann zack und dann gib ihm. Ich habe auch viele Punkte in China geholt. Ich glaube 31. Reicht natürlich nicht, um vorne mitzuhalten, aber immerhin. So, Miami ist eigentlich auch eine Strecke, wenn du dich mal dran gewöhnt hast und wenn du weißt, wo du wie zu fahren und zu lenken hast, dann ist das eigentlich auch eine gute Strecke, finde ich. Rund um das Stadion der Miami Dolphins, das habe ich mittlerweile auch rausgefunden, nachdem ich jetzt hier zum x-ten Mal fahre. Und dann nutze ich diese Passage hier wie immer, um wieder Zeit rauszuholen, die ich dann im Sektor vorher verloren habe. Ihr müsst mal vergleichen. Vor diesem Sektor oder vor dieser Passage hatte ich circa eine Sekunde Vorsprung und jetzt habe ich 1,6 Sekunden Vorsprung. Ihr seht, da kann man durchaus eine halbe Sekunde gewinnen. Nach vorne hin, gut, da verliere ich halt immer. Das ist aber Verstappen, das ist klar, da hat niemand eine Chance. Wir sind momentan, was das Setup betrifft, halt mit Ferrari und mit McLaren so ein bisschen im 2-3-Kampf, wobei wir halt Vierter sind. Wenn aber unsere Aerodynamik dann auch geupgradet ist, dann sind wir wieder Dritter, glaube ich, vor Ferrari ganz knapp. Und vorne Red Bull, das wird sich halt dann irgendwie wieder trennen, dass die wieder vorne wegfahren, besonders Verstappen, gehe ich von aus. Und das ist auch ein schöner Abschnitt hier, so, mit diesem neuen Lenkverhalten hier, was seit letztem Spiel dabei ist, lässt sich das auch ein bisschen besser durchfahren. Das ist so eine ultra weite Linkskurve. So, jetzt müssen wir darauf achten. 1,8 Sekunden. Ich schalte trotzdem ERS an und ich werde ganz schön viel Zeit verlieren. Ihr seht jetzt schon 1,4. Und das wird noch mehr, 1,3. Das verstehe ich nicht. Und dann jetzt gleich im Sektor müssen wir wieder drauf gucken. Da gewinne ich wieder so viel Zeit. Also ich habe jetzt hier 0,6 Sekunden verloren. Jetzt schauen wir mal. Wir merken uns mal 1,220. Hier komme ich auch einigermaßen gut durch. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich um diese Kurve hier rum bin, dann bin ich bei 1,6 wieder. Also ich gewinne wieder 0,4 Sekunden. Das ist nicht zu erklären. Das ist physikalisch. Das ist einfach nicht zu erklären. 1,8 Sekunden sogar. Also wenn ich hier Gas gebe mit ERS, da garantiere ich für nichts. Aber wir holen Stand jetzt auch wieder ein paar Punkte. Zumindest im Sprintrennen. Wie es dann im richtigen Rennen wird, werden wir gleich nochmal im Qualifying sehen, dass ich mir da eine gute Position hole. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,2 Sekunden. Und ich habe auch, glaube ich, ein Ziel, dass ich genau im Qualifying besser sein muss als Russell. Ansonsten habe ich schon 2 von 4 Zielen erreicht. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und zwar habe ich einmal schon das mit der Temperatur geschafft und dass ich im Qualifying
7. bin oder besser. Ah, ich habe schon alle Ziele erreicht. Ah, lol. Ich habe gedacht, dass ich noch 2 Ziele offen hätte, aber ich habe schon alles erreicht. Und ich habe noch nicht mal das Rennen gefahren. Naja, okay, also vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie noch 2 Ziele offen, weiß ich nicht. Dann, ja, vergesst das. Wir haben schon alle Ziele erreicht, bevor wir überhaupt das Rennen gestartet haben. Manche Ziele beinhalten auch zum Beispiel Sprint-Qualifying oder auch Sprintrennen. Von daher hat das hier gut geklappt. So, 0,9, 0,3. Wie gesagt, erklärt's mir. Warum? Warum verliere ich jetzt hier wieder? Okay, jetzt kommt er wieder angerauscht. Hier ist Wahnsinn, der holt ja fast 2 Sekunden auf. Da muss irgendwie so eine Boostplatte sein, so wie bei Super Mario. Bei Mario Kart. Oder die haben irgendeinen versteckten Pilz oder so, einen goldenen Pilz. So fühlt sich das an. Und dann habe ich hier auf einmal wieder, zack, fast über eine Sekunde Vorsprung. Also Sektor 2, Übergang Sektor 3, das wird echt der spannendste Sektor und ich glaube auch mit der entscheidende sein in diesem Rennen. Wenn ich mir das so angucke, werde ich mich jetzt noch einmal auf der langen Geraden gegen Perez verteidigen müssen. Und dann habe ich es eigentlich, weil der letzte Sektor gehört eh mir. Und Fernando Alonso ist auch wieder mit vorne, also der war in China auch bis zum Schluss eigentlich vorne, hatte schon die Siegertrophäe in der Hand eigentlich gefühlt, musste er dann nochmal an mich abgeben. Und ist jetzt auch schon wieder 4., 5. Oh, und ich fahre hier nicht besonders schlau, wie immer in den letzten Runden. Da lässt dann die Konzentration so ein bisschen nach. Also 3. wird es auf jeden Fall, weil vor Alonso habe ich auch ein bisschen Vorsprung, aber ich will jetzt 2. werden. Gibt zwar 6 Punkte, aber immerhin, wie nehme ich denn hier die Kurve? Also die Kurve hier, die nervt mich auch. Die ist so weit rumgezogen und du brauchst so ewig lange. So, aber Kollege, gib mir doch mal einen Tipp. Wie soll ich das hier besser machen? Ne, du bleibst jetzt hinter mir. Ich mache da keinen Platz. Ich bleibe auf meiner Ideallinie. Guckt euch das an. Wenn ich jetzt bremsen würde, wir würden den größten Unfall verursachen, den es je gegeben hat. Guckt euch das mal an. Der merkt das jetzt noch nicht, aber jetzt bremse ich ganz abrupt. Der bremst natürlich auch. Genauso, dass er nicht hinten in mich reinfährt. Das ist natürlich auch schlau gemacht. Schlau im Leben, aber schlau im Leben bin ich auch hier. Zack, indem ich weiß, wie ich das hier nehmen muss, diese Kurve. Und habe schon wieder ein bisschen Abstand. Aber jetzt wird es nochmal spannend hier. Letzte Gerade mit DRS. Sergio Perez, der wird sich ransaugen. 100%ig. Oder haben die den Windschatten optimiert, dass man jetzt noch besser im Windschatten dann drin ist? Oh, ich habe so das Gefühl, als ob die das gemacht haben hier. Aber das wird nichts bringen. Also Sprintrennen, Platz 2. Und jetzt hoffe ich, dass ich im Qualifying für das normale Rennen auch gut abschneide, damit wir auch im richtigen Rennen eine recht ordentliche Platzierung hier bekommen. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich, ausgezeichnet. So viel zum Sprintrennen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Startaufstellung für den Grand Prix. Bis bald! Krass, also schneller Audio, schneller Kommentar hier von Sascha Roos ist es, glaube ich. 7 Punkte wieder dazugeholt, also wir gehen nicht leer aus, das ist schon mal gut. Wir sind immer noch 8. Okay. Können Piastri überholen, könnten auch unseren Kollegen überholen, Leclerc, je nachdem. Naja, also das war der Vorgeschmack und jetzt gehen wir rein ins richtige Rennen, vorher aber nochmal Qualifying. Ein Glück haben wir hier in Miami immer trockene und relativ gute Bedingungen. Fürs Sprintrennen war eigentlich auch eher Regen angesetzt oder bewölkt. Aber hier haben wir Glück, dass wir immer bei heißen Temperaturen unsere Softs nehmen können. Also wenn ich hier bei den Intermediates fahren würde oder mit Wasser, mit Wasserreifen, klar, mit den Regenreifen, dann würde ich mir irgendwann die Kugel geben, glaube ich, nach ein paar Runden. So, und jetzt ist halt das Ding, dass ich besonders hier im ersten Sektor irgendwie ein bisschen Zeit wettmachen muss. Besonders jetzt hier auf der langen Geraden. Ich kann es nicht ändern, ey. Kein Plan, wie die hier diese Kurve nehmen. Jetzt geben sie Gas und jetzt schaut euch mal an, wie Verstappen verschwindet einfach. Also er ist eh schon durchsichtig und unsichtbar durch den Geist, aber es ist Wahnsinn, wie mich auch gerade Sergio Perez immer geholt hat. Aber momentan, Sergio Perez ist vorne. Momentan sind wir 4. Jetzt kommt aber gleich noch mein Sektor und vielleicht hole ich mir ja die nächste Pole Position. Das wäre überragend. Dann hätte ich hier auch auf einer Strecke, die ich gut fahren kann, eigentlich auch sehr gut performt. Ich bin Erster. Hinter mir Max Verstappen, aber die kommen jetzt nochmal. Die haben ja auch DRS bekommen. Da wird jetzt mindestens nochmal einer oder zwei an mir vorbeiziehen.
Im schönen Sonnenuntergang, also von der Location her, vom Bild her. Das ist wirklich sehr, sehr schön, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, jetzt den ersten Platz ins Ziel zu fahren und ich glaube, das machen wir. Jo. Mit ein bisschen Vorsprung vor Verstappen, vor Perez und vor allen anderen holen wir uns die nächste Pole Position. Jawohl. Sehr schön. Auch da wieder maximal sprachlos die Reporter, aber auch wieder Fernando Alonso. Der sticht so ein bisschen raus, der ist auch wieder mit vorne. Da muss man auch immer mal ein bisschen aufpassen. Der kann auch so ein bisschen mit die Meisterschaft entscheiden. Dann haben wir Piastri und Norris, die wir punktetechnisch oder Piastri zumindest überholen könnten. Russell sowieso, der ist auch nur 9. Bin gespannt aufs Rennen. Bei locker leichten 41 Grad auf der Strecke, 30 Grad Luftfeuchtigkeit, beziehungsweise 30 Grad Luftfeuchtigkeit gibt's gar nicht. Geht's rein mit einem hoffentlich guten Start. Ich hoffe mir halt dann in meinem Sektor so ein bisschen mehr Vorsprung rausfahren zu können. Natürlich mit Ideallinie und so weiter. Wir starten mit Softs, wechseln dann auf die Mediums. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Also ich vertraue da wie immer meinem Team und ich vertraue auch auf meine Qualitäten hier. Dass wir uns den zweiten Sieg hintereinander holen und wieder vielleicht so spannend wie in China. Vielleicht auch diesmal ein bisschen souveräner, aber was ist schon souverän? Ist ja langweilig, hier souveräne Siege einzuheimsen. Oh, jetzt geht schon mal los hier Verstappen und ich muss mein ERS jetzt schon aufbrauchen. Achtung, er kommt, er quetscht sich hier durch und er versucht, aber er wird es nicht schaffen. Guck mal, Rad an Rad. Aber Max ist schlau. Max lässt mich vorbei. Sei wie Max. Lass mich hier vorbei und verursache keinen Unfall. Weil es bringt ja für beide nichts. Also bevor man hier irgendeinen unnötigen Unfall baut, lass es doch lieber sein. Oh, da ist schon die erste Verwarnung. Streckenbegrenzung überschritten. Das hatte ich auch noch nie hier in Miami. Hatte ich schon einmal, wo ich die Streckenbegrenzung überschritten habe. Gut, da ist natürlich ganz easy, weil man einfach geradeaus durchfahren kann. Aber ich habe ja auch schon alle Ziele erreicht. Also von daher könnte ich auch theoretisch... Nein, könnte ich nicht. Weil sonst würde ich nämlich eine Strafe kriegen. Also vergesse ich den Gedanken gleich mal wieder. Wenn ich hier noch öfter über die Grenzen drüber fahre. So, wir führen erstmal nach der ersten Runde. Halbe Sekunde Vorsprung vor Verstappen und Sergio Perez 1 Sekunde. Aber DRS ist halt leider jetzt schon verfügbar. Das heißt, es wird jederzeit eine Attacke kommen. Dann Leclerc und Sainz auf 4 und 5. Es wird jetzt natürlich eine Jagd, ne? Über noch 13 Runden, beziehungsweise 12 Runden. Oha. Da ist schon die zweite, also früh in dem Rennen. Habe ich jetzt eine hohe Hypothek auf jeden Fall. Schon 2 Verwarnungen. Einmal Grenzen. Streckenbegrenzung überschritten. Verstappen hat mich gerade schon von hinten ein bisschen gedreht. Ich habe das gemerkt. Und dann habe ich gerade nochmal die Kurve abgekürzt. Sergio Perez kommt natürlich auch nochmal ran. Oh, ne. Vom Red Bull hier ins Sandwich genommen werden. Das ist natürlich auch nicht lecker. Aber das bleibt nicht aus. Das war klar. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich die Streckenbegrenzung nicht überschreite. Sonst gibt es halt jetzt schon eine Strafe. Aber ich schaffe das. 0,6 Sekunden Vorsprung. Perez und Verstappen haben getauscht. Das ist Wahnsinn. Also ich warte wirklich auf den Moment. Ich warte wirklich auf die Zeit, wo unser Auto wirklich dermaßen heftig geupgradet wird. Achtung. Dass die anderen gar keine Chance mehr haben. Das ist am Anfang immer, egal mit welchem Team du startest, dass es immer ein bisschen schlechter ist. Sieht halt jetzt nur blöd aus, weil wir bei Mercedes sind. Bei anderen Teams wäre das gar nicht aufgefallen. Aber gerade wenn du dann so mit Teams startest, die eigentlich etwas weiter oben wären, da fällt das dann natürlich extrem auf. Aber wir holen uns die Upgrades Stück für Stück. Und ich fahre einfach jetzt ein bisschen besser. Dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich hier Verwarnung kriege. Aber die müssen ja hier eigentlich schon wieder Gas geben. Und dann sind die direkt instant. Auf 300 km/h habe ich das Gefühl. So, und gib ihm. Jetzt wirst du schön sehen. Links Sergio Perez, rechts Verstappen, oder? Wie wollt das? Habt ihr schon besprochen, wer wo vorbeifährt? Ja, Sergio Perez links. Verstappen rechts, natürlich. Jawohl, im Red Bull Sandwich. Oh, eine Kollision. Aber es ist gut gegangen. Gott sei Dank. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich Sergio Perez hier wieder überholt kriege. Da kommt die Handgeste Richtung Verstappen. Der sich mal ein bisschen zurücknimmt, bitte.
So, und jetzt bin ich derjenige, der hier mit DRS aufholen kann und soll. Und hoffentlich auch wird. Oder bekommt Perez auch nochmal DRS? Nee, ne? Nee. So, jetzt können wir uns nämlich ransaugen, wie bei Alonso. Aber das geht nicht so leicht, weil natürlich Sergio Perez, Red Bull und so weiter. Oh, ich drücke mich jetzt hier auch durch jede Lücke. Wenn die Chance da ist, dann mache ich es natürlich. Wenn es nicht zu eng ist, natürlich bremse ich dann vielleicht vorher ab, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie ich da Lust drauf habe. Aber auch hier, ihr seht einfach die Kraft. 3,2 Sekunden. Die Stärke von Red Bull. Ich hatte DRS und ERS aktiviert. Ich habe Sergio Perez nicht überholt bekommen. Und er hatte DRS nicht mal an. Da seht ihr, wie stark der Red Bull einfach ist und wie schwer das ist, dagegen zu halten. Kommt Verstappen auch noch mit dazu. Jetzt ist er auch noch vorbei, weil ich da wieder zu viel wollte. Es ist zum Kotzen, wirklich. Also sich gegen Red Bull zu verteidigen, ist unfassbar. Und jetzt schaut euch an, zack, 10 Kilometer schon weggefühlt. Wahnsinn. Ich kann es jede Runde nur noch mal betonen, das ist einfach lächerlich. Und ich frage mich, warum. Erklärt es mir. Jetzt kommt sogar Leclerc, Sainz, jetzt werden die nächsten mich hier überholen. Ich will es einfach nur verstehen. Einfach nur fürs Gefühl und die Frage, warum sie hier dann wieder langsamer werden. So, Achtung, Streckenbegrenzung und so. So, und der Vorsprung ist ja dann da. 0,6 ist zwar nicht viel. Aber trotzdem, Leclerc kommt auch hier angeflogen. Vorne Verstappen und Sergio Perez. Vielleicht bin ich ja jetzt der lachende Dritte und hole mir Platz 1 wieder zurück. Aber ich glaube, das wird nichts. Die behagen sich da jetzt noch eine Runde, oder? Vielleicht kann ich ja doch irgendwie eingreifen. Guck mal, Sergio Perez, Verstappen. Irgendwo muss doch jetzt mal einer den kürzeren ziehen. Ich finde hier auch keine Lücke. Die sind direkt nebeneinander. Du kannst nur verlieren. Als Drittplatzierter kannst du hier nur verlieren. Da ist keine Lücke da. Ich kann nur versuchen, hier auf Renngeschwindigkeit zu bleiben oder dass irgendeiner von denen mal einen Fehler macht. Aber die machen hier keinen Fehler. Jungs, verratet mir euren Trick. Muss ich in irgendeine WhatsApp-Gruppe reinkommen? Ist das sowas wie diese Finanzguru-WhatsApp-Gruppen? Gruppen vor allem. WhatsApp-Gruppen, Achtung. Leclerc natürlich. Ja, genau. Komm, Alonso willst du auch noch vorbei? Komm, ich habe auch noch Platz. Ich mache doch Platz für jeden. Hier ist doch gar kein Problem. Jetzt werde ich hier durchgereicht. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Es ist nicht zu glauben. Fassungslos, wirklich. Das lässt mich echt fassungslos und ein bisschen ratlos hier zurück, wie das sein kann. Es kann ja nicht nur am Auto liegen. Es kann ja nicht nur am Auto liegen, dass wir hier regelmäßig in diesem Sektor durchgereicht werden, auf dieser langen Geraden. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken. So, und jetzt kommt natürlich Alonso. Ja, wie gesagt, ich habe ein Herz für alle Fahrer. Die können hier auch alle gerne vorbeikommen. Oder gehen sie vorne in die Eise. Da qualmt's, da raucht's. Sainz zur Seite gestoßen. Ja, genau. Da kann ich eigentlich gleich rein. Guck mal, das meine ich. Was macht er? Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Ja, geil. Ohne den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Nee, jetzt gehe ich zuerst in die Boxengasse. Das kannst du vergessen. Junge, lass mich doch in die Willst du mich eigentlich verarschen, ey, wirklich. Nicht zu fassen. Wie kann man so stur sein? Da lag der Fehler sicherlich nicht bei mir. Also, dass ich das schon mal gesagt habe, das liegt sicherlich nicht an mir. Jetzt kriege ich einen neuen Frontflügel oder was? Oder wurde der repariert oder nicht? Es gab wohl ein Problem beim Anbringen des rechten Hinterrads. Wir müssen darüber hinwegkommen und stark abschließen. Schön. Und ich habe nicht mal den Frontflügel repariert bekommen. Das ist ja noch geiler. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das ist ja noch viel geiler. Ich meine, ob mir das jetzt was bringt, dass ich jetzt schon reingegangen bin, glaube ich eher nicht. Aber dass mein Frontflügel einfach gar nicht ausgewechselt wurde. Wie krass ist das denn? Der ist vorne rechts beschädigt und die wechseln den nicht aus. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein heftiger Nachteil, ne? Wir haben jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Auf jeden Fall. Aber ich habe doch schon 1:30,804. Ich habe doch schon die beste Runde gefahren. Warum jetzt nochmal 1:31? Ja gut, und vorne werde ich nicht so nah rankommen. Beziehungsweise nicht viele überholt bekommen, weil die Boxengasse ist erstens nicht so lang. Zweitens bin ich 18 Sekunden hinten.
Wir brauchen keine 18 Sekunden für einen Boxenstopp im Normalfall. Bei mir hat es länger gedauert, weil dann auch noch die Boxencrew mitgespielt hat. Also kannst du dir wieder ein ganzes Rennen versauen, weil vorne wieder ein Fahrer, weißt du, klar, ich war auch stur. Ich hätte auch zurückfahren können, aber ich war ja auf der Ideallinie und er bremst halt einfach nicht oder er fährt aber immer wieder trotzdem vorne rein. Immer. Das muss ich dazu sagen, die KI, was das betrifft, die ist echt selten dämlich. Also wirklich. Da nehme ich mich auch nicht raus, gar keine Frage, aber ey. Jeder normale Mensch sieht doch, dass man da einfach mal ein bisschen in die Eisen geht oder... Und dann, das Geile, wir sind ja dann schon ineinander und der bremst einfach nicht. Er fährt einfach weiter. Er denkt, das ist gut so. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 13,9 Sekunden. Er denkt einfach, yo, das ist gut, das mache ich auf jeden Fall weiter so. Das wird schon auf jeden Fall irgendwas bringen. Es hat nämlich gar nichts gebracht. So, jetzt bin ich auf Platz 18. Kann wahrscheinlich meine Punkte den Hasen geben. Und eine beste Rundenzeit kriege ich auch nicht, weil mein Frontflügel beschädigt ist und ich merklich dadurch einfach schlechter lenke. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Versuchen wir den ERS-Modus in der MFA zu ändern, um eine konservativere Verbrennungsrate zu erreichen. Oder du könntest vom Gas gehen oder leicht abbremsen, um es wieder aufzuladen. Wir sollten hier mal irgendwie die Gegebenheiten verändern, dass ich auch so einen Boost kriege wie die anderen. Zeitlicher Abstand 17 Sekunden zur 1,31 werde ich niemals schaffen. Niemals. Never ever werde ich das hier schaffen. Also mit ein bisschen Glück werden vielleicht noch 11. oder 12. Und ich muss halt auch aufpassen, dass ich nicht über die Begrenzung fahre, sonst kriege ich meine dritte Strafe. Und dann war's das. Dann kann ich auch die Punkte vergessen. Noch sind halt viele Leute drin in der Boxengasse, also ich könnte eventuell noch ein paar Plätze gut machen. Aber die fallen halt jetzt schon alle wieder raus. Und da ich auf der langen Geraden eh verlieren werde, brauche ich mir da auch gar keine Hoffnung machen. Das ist eine gute Grundlage für den Rest des Rennens. Auf jeden Fall, ey, geil. Da kann ich mir viel von kaufen. George kommt in die Boxengasse. Platz 16, also hat nichts gebracht. Wahrscheinlich hat meine Crew den Frontflügel gar nicht so schnell rausbekommen. Boah, das ist echt schwer jetzt hier. Das lenkt sich wie... Ich sag's jetzt nicht... Doch, wie scheiße. Das lenkt sich einfach wie scheiße. Wirklich. Tja, so schnell kannst du dir halt auch ein Rennen wieder versauen. Das gucken wir uns natürlich nochmal in der Wiederholung an. Nachher diesen Crash und dann zeige ich euch nochmal die KI, die sich natürlich wieder absolut schlau angestellt hat in der Situation. Hat nicht gebremst, fährt voll durch. Es wird sich nie ändern. Da kannst du den Regler auf 110 stellen wahrscheinlich oder auf Ultimativ. Ich glaube, das wird nicht besser. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, wer geht jetzt noch rein? Ein letzter geht noch rein. Und zwar Tsunoda, der noch mit Softs unterwegs war. Tja, okay, also aus der Hoffnung, wieder aufs Podest zu fahren oder das Rennen sogar zu gewinnen, aber diese lange Gerade, die hat mir das Genick gebrochen. Das war ganz schon früh im Rennen klar oder auch schon im Blitzqualifying. Das war auch mehr Glück als Verstand, als ich das doch irgendwie geschafft habe. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht wie. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Vorne komme ich auch nicht ran. Das wird ein 15. Platz. Vielleicht wäre ich noch 14. oder so, wenn die beiden sich da vorne ein bisschen behaken. Zhou und Bottas. Naja, aber auch so Rennen muss es geben. In Australien war genau das gleiche. Da war es halt leider am Ende des Rennens, da war es ein bisschen ärgerlicher. Jetzt ist es zwar auch ärgerlich, weil wir waren auch vorne mit dabei. Wurden nacheinander überholt, dann wollte ich riskieren, wie ich halt so bin. Und dann hat es aber leider nicht ganz hingehauen. Dann ich glaube, es war wieder Sainz, ne? Kann es sein, dass wir immer Unfälle mit Sainz haben?
Und dass er natürlich auch wieder nicht in die Boxengasse musste, dass er komischerweise wieder keinen Schaden gekriegt hat an seinem Frontflügel, weil er ist ja auch in mich eigentlich reingefahren. Das verstehe ich dann auch nicht. Dass offensichtlich die KI da nie Schaden kriegt. Ricciardo ist jetzt auch drin. Die kann man bis Runde 10 mit Softs zu Ende fahren. Na, entweder ist der sehr reifenschonend gefahren oder hat auch mit 60% Grip oder nicht Grip einfach Gas gegeben. Okay, hör zu. Bottas liegt vor dir. Sie halten uns jetzt auf, also versuchen wir so schnell wie möglich vorbeizukommen und unser Rennen fortzusetzen. Los, los! Ja gut, das brauche ich euch jetzt nicht mehr machen. Das brauche ich euch jetzt nicht mehr machen. Jetzt ist der Frontflügel noch mehr beschädigt. Ja, im Prinzip kann ich das Ding auch gegen die Wand fahren, ey. Ganz ehrlich, das Rennen ist gelaufen. Ob ich jetzt hier noch zu Ende fahre oder nicht. Das bringt im Prinzip leider nichts. Das Rennen war leider nach dem Unfall schon gegessen. Ja, und es ärgert mich einfach. Es ärgert mich wieder maßlos, dass ich halt wieder erstens zu viel riskiert habe. Das muss ich natürlich wieder auf meine Kappe nehmen. Aber das zweitens, wie gesagt, die KI, ihr habt es gesehen, absolut auch null mitdenkt. Wirklich null. Fährt einfach blind weiter, anstatt auch einfach mal abzubremsen. Nein, bleibt stur auf der Ideallinie und kriegt natürlich auch keinen Schaden. Das ist das, was mich noch am meisten aufregt, dass er auch einfach keinen Schaden offensichtlich bekommen hat, dass er auch nicht rein musste. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Gut, alles jammern, alles lamentieren hilft nichts. Müssen wir im neuen Rennen, im nächsten Rennen neu anpacken. Neue Zeiten rausfahren und dann ist vielleicht auch wieder eine Strecke mit dabei. Die mir liegt, hört sich auch irgendwie komisch an, weil die Strecke liegt mir ja eigentlich. Die ist ja ganz gut zum Fahren. Nur wie gesagt, dieses Mysterium Sektor 2 hier. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Warum holen die hier so viel Zeit auf, verlieren dann aber wiederum in Sektor 3 viel Zeit? Ist das irgendwie so ein Ausgleich, den das Spiel gemacht hat? Ich versuche es die ganze Zeit zu verstehen, aber wahrscheinlich bin ich einfach nur zu schlecht. Das ist am Ende des Tages die simple Erklärung. Ich bin einfach zu schlecht dafür. Und deswegen sieht das halt so aus, wie es aussieht. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Ja, auch Bottas werde ich nicht einholen. Ich werde wahrscheinlich von Magnus noch eingeholt. Pass auf, 3,2 Sekunden, das ist nicht viel. Gehen sie auch wieder in die Eisen. Da qualmt es richtig. Ja, und unser Ziel, das werden wir auch nicht erreichen. Also es ist jetzt mittlerweile alles gesagt. Ich fahre jetzt hier noch ganz entspannt die Runden zu Ende. Müssen dann halt in den nächsten Strecken oder auf den nächsten Strecken dann mal gucken, ob es da auch so Abschnitte gibt, wo die KI dann plötzlich einen Boost bekommt. Oder wann unser Auto halt dann auch endlich mal merklich ein bisschen stärker wird. Wir machen zwar Upgrades, schön und gut, aber so ein bisschen was für den Motor oder fürs Getriebe. Ich glaube, wir müssen auch die Komponenten dann zum ersten Mal irgendwann auswechseln. Ich glaube, die sind schon sehr abgenutzt. Wenn wir mal gerade hier drauf schauen, auf der langen Geraden, ja, also der MGUH 42%, Getriebe 46%, Motor 44%. Also ich glaube, da ist bald der erste Wechsel notwendig. Ich glaube, nach ein paar Rennen ist das doch auch dann straffrei, oder? Wenn man das wechselt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist oder ob da auch irgendwie eine neue Regel entstanden ist. Und wenn nicht, Achtung, oh, Bottas, nein, oh, Junge. Ach, weißt du was, leck mich am Arsch, ey. Du hast das Ziel erreicht. Gute Arbeit. Jo, danke. Deswegen, weil Bottas sich gedreht hat. Jetzt kriege ich noch eine Verwarnung dafür, dass ich in den reingefahren bin. Aber ich habe wenigstens eine Massenkarambolage
verursacht und hat ein bisschen Vorsprung, aber er fährt auch weiter. Oder fährt er tatsächlich in die Boxengasse rein? Er fährt in die Boxengasse. Ich werde verrückt. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Nein, es gab einen Vorfall. Erzähl. Okay, alles Aber klar. nicht mit mir, oder? Oh, weia, ich krepe, ja gut. Ich krepe mir jetzt hier noch einen ab. Ich habe zwar 7 Sekunden Vorsprung, aber die 7 Sekunden sind doch ganz schnell wieder eingeholt. Also so ein kurioses Rennen hatte ich selten. Wo wirklich, ja, alles schief läuft, obwohl es eigentlich so gut begonnen hat. Pole Position, die ersten Runden gut hinbekommen. Dann kam der Unfall mit Sainz. Dann natürlich ausgerechnet Bottas, der sich da dreht. Und da konnte ich dann noch nicht mehr reagieren. Also das war dann einfach zu spät. Das war eine zu kurze Reaktionszeit. Ich meine, ich versuche schon alles hier, aber ich kann auch nicht zaubern. Ich kann auch nicht zaubern und von daher geht dieses Rennen in die Geschichte ein, und zwar in welche Geschichte? Oder beziehungsweise als was? Als eine der schlechtesten Rennen, die ich wahrscheinlich hier gefahren habe? Wahrscheinlich. Aber ausgerechnet, weißt du, Bottas wieder, der ja mal ein Konkurrent war, dann ausgerechnet so, dass ich da nicht vorbeikomme. Weil ich mich natürlich an die Ideallinie gehalten habe. Naja, also, wie gesagt, da haben wir gleich noch ein bisschen was anzugucken in der Wiederholung. Den ersten Unfall, den zweiten Unfall gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Und dann gehen wir leider ohne Punkte hier raus. Zumindest haben wir im Sprintrennen ein paar Punkte geholt, also gehen wir nicht ganz leer aus. Aber es wäre natürlich so viel mehr drin gewesen. Also Top 10 safe auf jeden Fall, Top 5. Weiß ich nicht, ob ich mir das noch zurückgeholt hätte gegenüber Leclerc und Sainz, wahrscheinlich auch nicht. Aber gut, so Rennen gibt es. Dafür gibt es auch wieder andere Strecken, wo ich wahrscheinlich und hoffentlich gewinnen werde. So Kanada könnte ich mir vorstellen. Oder auch Italien, Belgien ist auch eigentlich immer eine Strecke, die mir gut gelegen hat. Oh Mann, ey. Da kannst du auch einen Opa mit dem Rollator hier durchschicken. Der ist schneller unterwegs als ich. Vor allem, wenn du dann um so eine Kurve hier rumkrepeln musst. Ich glaube, auch Fahrer des Tages werde ich nicht. Das kann ich, glaube ich, auch schon mal mit Fug und Recht behaupten, dass ich kein Fahrer des Tages werde. Wahrscheinlich Verstappen, weil er von die 2 auf die 1 gefahren ist. Oh. Meisterleistung auf jeden Fall. Und immerhin meine Ziele. Also es gibt auch ein paar positive Sachen bei dem ganz Negativen hier. Die Ziele habe ich schon erreicht. Und Oscar Piastri, ja, der wird natürlich auch ein paar Punkte jetzt holen, ne? Habe ich leider nicht in der Fahrerwertung überholt. Naja, egal. Also, Verstappen gewinnt. Dahinter wird sich dann wahrscheinlich Leclerc einordnen und dann entweder Norris oder Piastri. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,8 Sekunden. Und wir vergessen am besten und ganz schnell hier dieses Rennen in Miami. Gucken uns das aber trotzdem nochmal gleich an, die entscheidenden 10. Und dann geht's weiter im nächsten Rennen. Da kommen auch wieder Strecken, die mir wahrscheinlich dann besser liegen, wo wir auch besser abschneiden werden. Aber für dieses Rennen jetzt erstmal leider sehr, sehr katastrophal. Ganz viele Unfälle und leider nur Platz 13 am Ende. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Das war's. Ein beeindruckender Sieg hier auf dem Miami International Autodrome. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Also insgesamt haben wir sogar einen Punkt mehr geholt als unser Teamkollege. Aber leider, wenn ich jetzt aufs Rennergebnis gucke, hey, das tut schon weh, ey. 12 Plätze verloren durch den Unfall und wahrscheinlich wieder gegen Sainz. Oder Sainz müsste doch auch irgendwo weiter hinten sein. Wo ist er? Sainz ist sogar 19. Also, wieder Carlos Sainz. Ich glaube, das wird nicht mehr unser Freund. Wir gucken jetzt gerade mal in die Wiederholung rein und dann, ja,
Schauen wir uns das Desaster nochmal an. Schauen wir uns zunächst mal Szene Nummer 1 an. Also der erste Dreher gegen Sainz. Hier in der Kurve, da habe ich natürlich versucht, die Lücke hier zu nutzen und bin innen vorbei. Ist ja nicht verkehrt, ne? Ist ja auch nicht verboten im Prinzip. Dann gehe ich eigentlich normal rum, bin hier schon an ihm vorbei. So, und jetzt muss auch die KI merken und sehen, ich komme da nicht mehr vorbei, ich bremse einfach. Guck mal, was macht er? Er bleibt einfach stumpf drauf. Vielleicht wollte er auch bremsen und ist dann links rüber gegangen. Ich weiß gar nicht, man sieht das gar nicht, ob er jetzt bremst. Sein vorderes linkes Rad geht auf jeden Fall links rüber. Er lenkt auf jeden Fall noch rein und dann natürlich drehe ich mich unglücklich. Und dann verliere ich vorne ein Stück von meinem Frontflügel. Aber dann, guck mal, er fährt einfach stumpf weiter. Anstatt er jetzt bremst, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Anstatt er jetzt bremst, er fährt einfach weiter. Er hat die Kraft offensichtlich, mich hier wegzudrücken und er verliert nichts. Er verliert kein bisschen von seinem Frontflügel. So, guck, und erst als ich rückwärts fahre, fährt er wieder normal weiter. Er fährt doch nicht in die Boxengasse. Guck, und er lässt mich hier auch nicht durch. Gut, da war ich dann auch ein bisschen genervt, ein bisschen abgefuckt. Wollte ihn auch so ein bisschen zur Seite rammen. Aber guck mal, er fährt normal weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist auf jeden Fall Szene Nummer 1. Jetzt gucken wir uns nochmal die kuriose Szene mit Bottas an zum Schluss. Das geht natürlich jetzt auch schön auf meine Wertung drauf. Also Erfahrung kriege ich ein paar Punkte mehr, aber ansonsten kriege ich wahrscheinlich nur Punkte abgezogen. Aufmerksamkeit, warum auch immer. Bei Tempo kriege ich auch Punkte mehr. Bei Konzentration, klar, da zählen die ganzen Unfälle mit rein. Gesamtwertung steigt aber trotzdem auf eine 68. Also im Prinzip kann ich auch, wenn ich Unfälle baue, dort ein paar Punkte gewinnen, ein paar Ressourcenpunkte. Aber trotzdem, ey, das nervt. Wenn man sich das nochmal in der Wiederholung anguckt, ey, das tut dann doppelt und dreifach weh. Das ist wirklich Wahnsinn. Ach, jetzt habe ich euch das gar nicht mit Bottas gezeigt. Ich wollte euch doch noch die Szene mit Bottas zeigen. Naja, seht ihr mal, so ein Kurzzeitgedächtnis habe ich schon. Ich bekomme schon Alzheimer. Wahnsinn. So. Gut, immerhin haben wir den Schleifblock, was uns wahrscheinlich nicht so viel weiterbringen wird. Imola ist jetzt die nächste Strecke. Ich hoffe, dass jetzt hier unsere ganzen Upgrades, dass die gelingen. Venturi-Tunnel, was auch immer das ist. Leichteres Cockpit kriegen wir auch durch Russell. Okay. Okay, ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unsere neuen Teile ohne Probleme angekommen sind. Gut, wir sind jetzt drittstärkstes Team wieder, gehen aber trotzdem nochmal rein. Da können wir natürlich nochmal irgendwo nachbessern. MGUK, besseres Material. Apropos besseres Material, ich gucke jetzt nochmal, ob wir unsere Teile umsonst vielleicht austauschen können. Ich würde das nämlich mal überall machen. Gut, gibt es keine Strafe, alles klar. Dann wechseln wir hier alle Komponenten aus, gehen mit frischen Komponenten rein. Ich hoffe, dass man das dann auch mal merkt, dass man das spürt. Das ist immer noch okay. Da sind wir ja im Prinzip einen Punkt vor unserem Ziel. So, jetzt gucken wir mal, wer ist hier alles verfügbar. Bis auf die Materialherstellung und die Qualitätssicherung sind sie alle da. Und gucken wir mal, was denn für Imola am besten wäre. Schließe 2 Sessions ab, ohne dein Auto zu beschädigen. Würde ich jetzt nach dem letzten Rennen nicht mehr so drauf vertrauen. Schließe während eines Rennwochenendes 3 Runden mit mindestens 2 verschiedenen Motorkomponenten ab. Gut, dann würde ich vielleicht doch das hier machen, ohne das Auto zu beschädigen. Dann haben wir die Windkanalingenieurin. Überhole 5 Autos in einem Rennen auf der Strecke, Schlusslichter nicht inkludiert. Und schließe eine Session mit der schnellsten Runde ab. Würde ja theoretisch auch das Training beinhalten oder das Qualifying. 5 Strecke, obwohl das ist eigentlich bei mir realistischer. Also was heißt realistischer? Beides ist realistisch, aber ich glaube einfacher ist es, 5 Autos zu überholen auf der Strecke. Vom Start weg, wenn du da von hinten einfach mal das Feld aufrollst. Dann haben wir den Triebwerksberater. Benutze während eines Rennwochenendes den ERS-Modus und überholen für 35 Sekunden. Oder fahre an einem Rennwochenende 3 lila Sektoren. Also quasi, tja, im Prinzip mit Überholen, mit DRS und so weiter. Ich glaube, für Imola 35 Sekunden, ja, das sollten wir schaffen. Locker. Die Start und Ziel, gerade die ist ja schon lang genug, um das zu schaffen. So, die sind nicht verfügbar. Der kommt erst in 3 Rennwochenenden wieder. Und der kommt in 2 Rennwochenenden wieder. Reist nach dem nächsten Rennwochenende ab. Die Strategieanalysten, was hat die? Schließe eine gefahrene Runde in 2 verschiedenen Sessions ab. Und perfektioniere ein Trainingsprogramm an einem Rennwochenende. Also quasi, wenn man zu Beginn, zum Beispiel bei der Streckenakklimatisierung, hat man ja 0 von 5. Wenn man erst 3 von 5 schafft und wenn man es dann nochmal macht und dann 5 von 5 schafft, ich glaube, das ist damit gemeint. Ich würde aber hier schließe eine gefahrene Runde in 2 verschiedenen Sessions ab. Das ist ja auch im Prinzip easy peasy. Das sind ja leicht verdiente Ressourcenpunkte und Boni, die man hier bekommt durch die Spezialisten. Das ist halt erstens eine gute Neuerung, wie ich finde, und zweitens ist das halt einfach, ja, leicht verdientes Geld, leicht verdiente Ressourcenpunkte. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man sich nicht so dämlich anstellt wie ich manchmal. Muss man sich einfach nur das Rennen in Australien und auch jetzt gerade in Miami angucken. Ich sitze hier gerade, ich schüttel wieder den Kopf, das ist nicht zu fassen, wirklich. Aber egal. Was soll's, ist nur ein Spiel, just for fun. Macht ja auch Spaß, solche Szenen, ne? Wäre ja langweilig, wenn ja jedes Rennen glatt laufen würde.
Sowas muss es halt auch mal geben. Und ich glaube, Imola ist wieder eine Strecke, die könnte uns... ohne Sprintrennen, aber dafür hier. Mit Regen im Qualifying. Mal gucken, vielleicht fahren wir wieder mit Softs. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Aber ich möchte auf jeden Fall die Veränderung spüren auf der Strecke. Und wir sehen uns wieder dann zum Qualifying. Und diesmal fahren wir hoffentlich wieder ein besseres Rennen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.